Bunte Wohnhäuser, von Violett über Orange bis Giftgrün. Von denen gibt es viel in der Schweiz. Farbig, so wie hier im Aargau-Seetal durchab, sei nicht per se schlecht, sagt Anne Hagnauer. Sie beraten Häuslebesitzer und Bauherren bei der Farbwahl. Man begleitet die selbstständige Farbgestalterin an verschiedene Plätze im Kanton. Für sie ist klar, zu bunt ist schwierig. Plötzlich haben sie jetzt so eine ganz künstliche Farbigkeit, eigentlich sehr überbunt eigentlich. Von dem her finde ich sie unpassend und eigentlich fast ein bisschen störend, auch gerade am Strassenrand. Das ist keine harmonische Einfügung ins Gesamte hinein. Wie farbig soll der Kanton Aargau sein? Mit dieser Frage beschäftigt sich im Moment das Haus der Farbe. Das Institut, wo Architekten und Maler zu Farbgestalter ausgebildet werden, hat schon ganze Städte auf ihre Farben untersucht. So wie das Beispiel aus Zürich. Ein neues Projekt im Auftrag der Denkmalpflege soll jetzt die Farben aufzeigen, die in Aargau passen. Für das schaut Marcella Wenger vor allem auf Gesteine, die im Kanton vorkommen. Es ist sehr schön zu sehen, Richtung Basel, Rheinfelden bis runter nach Frick kommt der Rotsandstein gehäuft vor. Und wenn man in den Süden runtergeht, vom Aargau Richtung Bern, ist es so von dem bernischen Sandstein geprägt. Und dann gegen Westen zu wird es unbunter, wärmer, gelber. Da sieht man schon mal, dass es in diesem Aargau, wo zwar ein Kanton ist, dass es da ganz viele verschiedene Identitäten gibt. Rund 230'000 Franken kostet die Farbanalyse, gezahlt von Verbänden, Städten und dem Bundesamt für Kultur. Schon heute gibt der Kanton Farbempfehlungen raus. Andrea Mader von der Abteilung für Raumentwicklung zeigt die Vorstellungen von gewissen Hausbesitzern, hier in verschiedenen Grüntönen, und die Empfehlungen vom Kanton. Die Farbe von Hausfassaden sei immer wieder Thema in Beschwerdeverfahren. Auch darum will man den Leuten bei der Farbwahl Beispiele zeigen, was passt und was nicht. Es hat sich einfach im Alltag gezeigt, dass es schwierig ist, den Leuten das Thema vermitteln, wenn man nichts zeigen kann. Oder wenn man nur mit Schrift das Thema Farbe unter die Leute bringen, das geht wie fast nicht. Darum ist halt von unserer Seite her, wo Beratungen machen, das Bedürfnis auch da gewesen, dass man das auch zeigen kann, zum Erklären. Man will nicht Farben verbieten, aber es soll ein stimmiges Gesamtbild geben, heisst es beim Kanton. Man begleitet die Farbgestalterin Anne Hagnauer an einen neuen Ort. Hier in der Siedlung Aarau-Zarau ist sie als Beraterin der Bauherren von Anfang an dabei gewesen. Stunden sind in die Analyse von Architektur und Umgebung gegangen. Die Vorstellungen der Eigentümer müssen manchmal auch ein bisschen korrigiert werden. Das ist effektiv eben ein Prozess, an dem muss man arbeiten. Also etwas, wo man einfach davor steht und sagt, weißt du was, ich glaube, rot wäre das Richtige. Das ist gefährlich. Das kann wirklich in einem Jahr völlig verleiden. Es kann nicht mehr passen. Der Aspekt von der Nachhaltigkeit muss schließlich auch gewährleistet sein. Am Schluss wird es im Aargau und in der Schweiz vielleicht künftig etwas weniger knallig bunt. Dafür ist es ein einheitliches Farbkonzept.